Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr hier mal eine Scheibe von Cypcore. Das ist das aktuelle Album Make Me Real und ich war am Donnerstag auf dem Wacken Festival und habe ein Interview mit Dominik, dem Sänger von Cypcore, geführt und das Ganze gucken wir uns jetzt erstmal an und danach schauen wir uns nochmal diese Platte an. Nach dem Intro geht's los. Hallo, wir sind hier heute in Wacken und zwar ist das der zweite Tag, der Donnerstag, und ich bin hier heute mit Dominik von Cypcore. Was geht ab? Vinyl Army YouTube-Land. Ja, sehr schön, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Anreise, seid hier gut angekommen in den verregneten Norden. Ja, tatsächlich. Also 8 Stunden Auto in so einem Baustellensprinter ist natürlich auf meine alten Tage nicht mehr das angenehmste Reisen der Welt, aber hey, 20 Minuten Stau in 8 Stunden ist verschmerzbar. Also ja, sehr, sehr gut. Ja, cool. Wacken ist ein Riesenfestival. Spielt ihr lieber in kleinen Clubs oder auf so großen Festivals wie hier? Also ich bin natürlich jetzt Repräsentant, aber auch der Einzige mit meiner persönlichen Meinung. Ich persönlich mag kleine Clubs mehr, weil ich einfach Intimität auf Konzerten ganz gut finde. Wenn ich den Typen in der ersten Reihe greifen kann physisch, ist das für mich cooler als bei einem Festival. Aber so eine 50.000er Menge ist natürlich schon auch ein ziemlich krankes Gefühl, wenn die dann deine Songs singen oder auf dein Kommando irgendwas Wildes machen. Das ist schon auch, also wenn ich wählen müsste, würde ich sagen Club, aber es hat definitiv beides seine Vorzüge. Okay. Welche Bands haben speziell jetzt dich inspiriert und sind deine Lieblingsbands? Oh, das könnten wir sehr weit ausschmücken. Ich habe im jungen Alter von irgendwie 18, 19 Jahren so einen extremen Schwenk in die Death-Metal-Szene gemacht. Dying Fetus, Nile, Suffocation, hier Mortician, wie sie alle heißen, einmal alles durchgehört. Aber seit wir jetzt hier bei Cypcore dran sind, sind es hauptsächlich so Bands wie Cybreed, In Flames, Slipknot, Killswitch Engage, Machine Head, Behemoth, solche Geschichten. Also etwas zugänglichere Musik als in jungen Jahren. Ja, man wird halt älter, ne? Also das Geschrote, was vor 20 Jahren noch so super geil klang für mich, ist jetzt mittlerweile schon manchmal nicht mehr so geil. Deswegen gut gemachte, eingängige Musik mit ein bisschen Eier. Das wäre ich gern. Ja, das ist cool. Machine Head, In Flames, das sind auch so meine Favoriten. Da sind wir auf einem Nenner. Ich sehe, wir verstehen uns. Okay, das aktuelle Album ist raus, Make Me Real. Ich persönlich bin durch diesen Song auch auf euch gekommen, weil ich fände den sehr, sehr cool und es trifft genau meinen Geschmack. Ich bin so ein Melodic Death Metal Typ, ich mag Dark Tranquillity und all so eine Bands und der Song hat mich total gecatcht und seitdem höre ich bei euch mehr rein, bin bei der neuen Platte sehr hängen geblieben, besonders die ersten 4 Songs haben es sehr angetan und ja, die Vinylscheibe, ich habe sie mit dabei, finde ich ist erstmal vom Cover sehr gelungen. Und was soll das Cover uns so ein bisschen sagen? Was drückt es aus? Also das ganze Ding, um das mal ein bisschen auszuschmücken, Bandkonzept hier, Sci-Fi und futuristisch, und das ist im Prinzip, ist das so das letzte noch funktionierende Stück von einer großen Maschinerie. Man sieht, es ist so ein bisschen lungenförmig abgebildet, das ist natürlich auch gewollt, ja, das ist quasi, also im Prinzip ist das der Blick in einen Robotermenschen, der gerade so am Sterben ist. Die letzte intakte Einheit sind so die Lungen und da geht überall sonst das Licht aus und dunkel und von oben siehst du schon, es ist Feierabend, weißt du. So, das war so das Ansehen. Aber wir stehen halt auch mega auf Sci-Fi, Terminator, Mad Max, so ganz, ganz viel düstere Einflüsse, so Endzeit, und dann haben wir so ein Ding gemacht und ich persönlich finde das ziemlich geil. Also, es macht halt, zum einen sagt es dir halt, okay, hier ist was stirbt, aber zum anderen sieht es auch mechanisch aus und man kriegt so ein bisschen diesen Mensch-Maschinen-Hybrid kriegt man so ein bisschen rein. Und es ist ja trotzdem irgendwie auch, wenn man sich so anguckt, ein trauriges Bild, weil das ganze Ding ist halt, ne, am Enden. Ja, sieht mega cool aus. Mir ist aufgefallen, erst beim genaueren Hingucken, unten steht eine kleine Person. Ja. Was hat die zu bedeuten? Das kann für dich bedeuten, was du möchtest. Abstrakte Kunst ist eine schöne Sache. Okay. Jeder kann Bedeutung einfügen, wie es für ihn passt. Das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, sowohl in den Texten als auch in den Artworks, dass jeder immer was Neues finden kann, egal wie oft er hinschaut, und dass er die Dinge, die er entdeckt, auch für sich deuten und irgendwie selbst bewerten und ausüben kann, wie er das möchte. Also wir schreiben nicht vor, wir zeigen nur auf. Okay. Was du daraus machst, ist dein Ding. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Cover und ich mag es gerade, wenn man Dankeschön. mehr entdecken kann, wenn man sich das länger anguckt. Oh ja. Sammelst du selber Vinyl? Ich habe tatsächlich ein paar Vinyl, aber ich habe leider keinen Player. Also ich stehe auf Merch und ich stehe drauf, Bands zu supporten.
manche Bands, wie vielleicht auch diese Band, deren Shirt ich gerade trage, haben mich vom Merchstand mittlerweile verbannt, weil sie sagen, wir sind Freunde und ich soll nicht so viel Geld ausgeben. Aber Vinyl tatsächlich auch sehr gerne. Ich habe hinter meinem Arbeits-PC habe ich so 6 Vinyls an der Wand, die rotieren immer durch. Da hängen aktuell die Lore von The Narrator, dann habe ich von High Race die neue Platte, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, von Auralize, die Freaks und was ich da halt gerade so Flavor of the Month technisch von meinen Käufen dahin hänge, das ist da gerade. Also ich habe 6, die immer präsent sind, die wechsle ich dann ab und zu mal durch und immer, wenn es sich ergibt und bei einer Show eine coole Vinyl rumfährt von einer Band, die mir gefallen hat, kaufe ich mir die. Okay. Hast du da einen heiligen Gral, irgendwie so eine, die vielleicht besonders teuer war oder sind das alles so Standardalben? Ich bin kein Standard-Vinyl-Sammler, deswegen bin ich vielleicht hier jetzt auch der falsche Gast, aber ich freue mich immer, dass du hast halt ein großes, cooles, wertiges Cover, gerade wenn du auch selber mal eine Design rausgebracht hast. Es ist halt schon ein Premium-Artikel, der auf jeden Fall was hermacht. Und du siehst auch in meinem Zimmer, da hängen 2 Gitarren und ein Mikro und keine Ahnung was, aber diese 6 Vinyls, die so symmetrisch aufgehängt sind, die sind schon der Blickfang an der Wand. Also das ist cooler als jedes Poster, das man haben kann. Ja, und besonders auch, finde ich, als jede CD, weil man hat einfach dieses Riesencover. Ja, und alle gewinnen. Die Band gewinnt, ich kann supporten und kann mir noch was Cooles an die Wand hängen. Ja, do it. Genau. Wird es eure alten Alben nochmal auf Vinyl geben oder vielleicht ein Boxset, wo mehrere drin sind? Also sag niemals nie, aber Vinyl kosten Schweinegeld und wir haben echt lang gebraucht, um die erste Pressung von der letzten Platte zu verkaufen, der Identity. Ich weiß es nicht. Das Ding an Vinyl ist, du musst große Stückzahlen abnehmen, dass sie überhaupt rentabel sind. Und die alten Platten, man sieht ja, die Zahlen sind auch eher rückläufig, weil ja nun doch jeder jetzt das Zeug schon hat. Und so viele neue Fans machst du dann auch mit einem alten Release nicht mehr an, dass du sagst, okay, jetzt bestellen wir mal 500 Platten von einer Scheibe, die 2016 rausgekommen ist, die auch eventuell den Sound gar nicht mehr widerspiegelt. Wenn jetzt jemand wie du erst mit der Scheibe hier zugreift und dann rausfindet, oh, okay, die haben aber früher mal ganz anders geklungen, dann ist er ja vielleicht sogar enttäuscht. Das wollen wir ja auch nicht. Okay. Wie viel Vinyl habt ihr denn draußen? Also ich habe jetzt wirklich Make Me Real entdeckt. Ich glaube, es sind nur die 2. Alliance. Die Alliance und die Make Me Real. Ja, okay. Mehr hatten wir noch gar nicht. Es stand mal so eine 7-Inch für die Dark Chapter EP im Raum, aber das ist nie passiert. Also sowas ist nie ausgeschlossen. Vinyl ist wie gesagt ein cooler Artikel, vielleicht eine kleine, aber versprechen wollen wir nichts. Vor allem nicht für alte Platten. Für zukünftige Releases wahrscheinlich schon eher, aber die alten Sachen, sorry, wahrscheinlich nicht. Okay. 3 Sci-Fi-Filme, die jeder Cybercore-Fan gesehen haben sollte. Da werde ich jetzt wahrscheinlich massiv Ärger mit meinem Kompagnon kriegen. Also ich sage auf jeden Fall mal Terminator 2. Dann nur 3. Ich sag Waterworld. Ja. Und ich sag was nehmen wir? Star Wars, aber welchen? Rache der Sith. Okay, also eher die neueren. Ja. Gibt es einen lustigen oder peinlichen Moment, der auf der Bühne passiert ist? Es gibt viele lustige und peinliche Momente, die auf der Bühne passiert sind. Also es ist immer so, wenn du... wir proben recht wenig und damit meine ich, wir proben eigentlich gar nicht. Und jedes Mal, wenn du wieder auf die Bühne kommst nach längerer Zeit ohne zu spielen, ist es immer so ein vorsichtiges Herantasten, ob alles noch so ist wie letztes Mal. Und wenn dann irgendwas anders ist und du aus Versehen irgendwas Komisches machst oder jemand irgendwie dann, das ist immer so, das ist für mich persönlich sehr unangenehm, aber hält sich tatsächlich bei uns sehr, sehr im Rahmen. Also die Band ist tatsächlich live eine sehr gute Band für mein Verständnis als Sänger der Band, ohne jetzt uns da irgendwie auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber ich habe auch schon in anderen Projekten gesungen oder mit anderen Musikern, da lief das zum Teil nicht so rund. Und dann musstest du 5-mal rumholpern, bis man sich überhaupt wieder gefunden hat und das haben wir zum Glück gar nicht. Lustige Geschichten, ja, ich habe mal auf einem Festival eine Flasche ins Publikum werfen wollen, weil es war verdammt warm und es war in einem Zelt und über mir hing so eine Lichttrasse und ich habe nicht gesehen, was passiert ist, aber ich habe ja auch mit dem Outfit und so diesem Monokel, ich sehe ja nichts, ich habe auch 4,5 Dioptrien, auf der Bühne bin ich im Prinzip blind und werf das so und dann haben alle angefangen zu lachen. Also ich muss wohl eine Wasserflasche guten Willens ins Publikum gefeuert haben, die dann irgendwo in der Lichttrasse hängen geblieben ist und alle haben sich kaputt gelacht und ich habe einfach weitergespielt und habe mir nichts anmerken lassen und das kriegst du jetzt als meine 2 peinlichen Momente. Ja, cool. Kannst du durch deine Augenklappe auf der Bühne was sehen? Nee, tatsächlich. Echt nicht? Das heißt, du guckst mit einem Auge? Ja. Und auch noch mein schlechtes Auge. Oh. 3,5 und 4,5. Oha, okay. Ja, ich bin quasi wirklich blind. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann kommen wir auch zum Ende des Interviews schon fast. Da kommt nochmal die wichtige Frage. Wenn du auf eine einsame Insel gehen würdest oder müsstest und du dürftest 3 LPs oder CDs, gehen wir auch weg jetzt von dem Vinyl, welche 3 Alben würdest du mitnehmen? Die Wacken Carnage von Bloodbath.
Eines der besten Live-Alben aller Zeiten. Fantastisch, fantastische Band, fantastische Songs, fantastisch performt, fantastisch eingefangen. Wacken Carnage, definitiv mein Lieblings-Live-Album ever. Dann würde ich mitnehmen... Was würde ich noch mitnehmen? Das Ding ist, mein Musikgeschmack verändert sich alle 2 Wochen und ich habe dann neue Sachen. Ich würde tatsächlich die Lore von The Narrator mitnehmen. Fantastische Band, seit kurzem bei Nuclear Blast gesigned. Metalcore aus Deutschland. Sehr, 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 sehr gut. Knallt wie Sau, super gute Sänger, fett produziert. Fantastisches Album, 10 von 10. Und dann habe ich 2 Ballermänner, da würde ich noch was Entspanntes nehmen. Und zwar die Blurry Face von 21 Pilots. Möchte man jetzt bei mir nicht unbedingt vermuten, aber gute Songs, geil produziert. Wenn ich mal die anderen 2 tot gehört habe und mal ein bisschen abschalten will, würde ich sowas hören. Okay, ja, sehr cool. So, zum Ende gibt es immer in den Interviews jetzt eine Schnellfragerunde. Das heißt, du bekommst 2 Sachen vorgegeben und musst dich für eine entscheiden. Rapid Fire, let's go, baby. Okay. Vinyl Army on YouTube. Kiss oder AC/DC? Kiss. Sehr schön. Richtige Wahl. Vinyl oder Stream? Stream. Sci-Fi oder Fantasy? Sci-Fi. War klar. Alien oder Predator? Predator. Terminator oder Mad Max? Terminator. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Imperium oder Rebellion? Imperium. Gitarrensolo oder Drum-Solo? Drums. Bier oder Kaffee? Weder noch. Wasser? Energy Drinks? Okay, Wenn ich muss, würde ich eher ein Bier trinken. alles klar. Damit sind wir durch. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wünsche Voll euch gern. einen mega coolen Auftritt heute auf dem Wacken Festival. Dankeschön. Ey, super, super nett, dass du mich hier eingeladen hast. Vinyl Army, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview, das ich mit Dominik auf dem Wacken Festival gemacht habe. Sidecore, coole Band, hört mal rein. Ich persönlich bin auch erst seit kurzem auf die Band gestoßen. Und der Song Make Me Real hat es mir da so ein bisschen angetan. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen melodic-mäßig unterwegs und das ganz harte Geknüppel höre ich zwar auch, aber ich stehe drauf, wenn Melodien reinkommen. Und Sidecore ist da sehr gut unterwegs und macht da wirklich geniale Songs. Wir gucken uns die Platte jetzt nochmal an. Ihr seht schon, es sind alle 4 Unterschriften drauf. Dominik war so nett, hat es dann für mich noch mitgenommen, das Cover, und hat es unterzeichnen lassen von der ganzen Band. Da nochmal vielen, vielen Dank an dich. Das Teil kriegt einen Ehrenplatz in meiner Sammlung. Und sehr cool auch hier dieses Sidecore-Cover, was noch jemand draufgemalt hat. Also da nochmal liebe Grüße von mir an euch. Und wir gucken uns das ganze Teil hier mal an. Ich kann euch leider, um das kurz vorab zu sagen, keine Videos vom Konzert zeigen, weil es verboten war, die Bühnen zu filmen. Also man durfte die Bühnen nicht filmen, weil Magenta da ja irgendwie anscheinend die Rechte hatte und demnach keine Chance, euch irgendwelche Snippets vom Live-Auftritt zu zeigen. Auf jeden Fall nicht möglich. Es kommen noch mehr Wacken-Videos jetzt die nächsten Tage. Ich zeige euch noch mal so ein bisschen, was es da so zu sehen gab. Ich habe ein paar kleine Videos gemacht und ich werde euch ich werde noch ein Video machen, wo ich ein bisschen drüber rede, wie ich es fand, besonders wegen dem Wetter. Und da habe ich so ein paar ganz coole Sachen bekommen. Auf jeden Fall eine Sache, die mich sehr gefreut hat, geht natürlich Richtung Kiss. Aber dazu demnächst mehr. Jetzt erstmal zu der Platte noch abschließend. Ihr seht hier drin die Songs. Da muss ich hervorheben halt den Titeltrack Neoteric Gods. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Dann Pinnacle of Creation. Auch da hoffe ich, dass ich das ausgesprochen habe. Das Wort vorne kenne ich gar nicht so richtig. Und dann halt Make Me Real. Die würde ich jetzt sehr hervorheben. Und dann King of Rats finde ich auch sehr, sehr genial. Alles in allem wirklich das Album ein Knaller, und was ich auch mega cool finde, es passt zum Konzept der Band. So, jetzt nochmal richtig gesammelt und richtig gesagt. Die Scheibe hat so ein orange-pink, minimal transparent. Es passt einfach zu diesem Sci-Fi-Kram. Es leuchtet wie die Rüstung der Jungs und sieht einfach geil aus. Coole Scheibe, ich find's mega. Das Ding ist toll. Ist mal eine andere Farbe, nicht das, was man sonst von allen bekommt. Also da wirklich Daumen nach oben für die Farbauswahl für das Vinyl. Hinten drauf auch nochmal dieses geniale Bild. Ihr habt ja gehört, er hat viel über das Cover gesprochen. Und hier nochmal dieses sterbende Maschinenteil. Wahrscheinlich ist das dann hier der Blick von außen drauf. So interpretiere ich es jetzt mal.
weil da seht ihr so eine Art Schädel, der noch so ein bisschen leuchtet und hier halt so dieser Körper, der da hängt, daneben hängt noch einer. Ich finde es genial, ich liebe sowas, es trifft genau meinen Geschmack. Ich mag diesen ganzen Terminator, Alien, Predator Kram, das ist genau meine Welt und ja, das Cover ist da wirklich ein absoluter Volltreffer. Ich finde es mega, mega gut. Die kleine Figur, über die wir gesprochen haben, die seht ihr hier unten, da. Das ist wirklich kaum zu erkennen, aber da unten steht irgendwie so ein kleines Männchen. Das ist das, was wir im Video halt erwähnt haben. Hört rein, unterstützt die Band. Ich finde es absolut ein cooles Album und ich werde jetzt auch noch mehr in die anderen ersten Alben eintauchen. Ich habe da schon mal so ein bisschen reingehört. Sind auch ziemlich gut. Also das auf jeden Fall für mich ein Anspieltipp. Wer auf, ja, wie mag man das nennen? So, gehen wir mal Richtung Fear Factory. Wer sowas gerne mag, vielleicht, ich muss hier sogar sagen, ein Tick besser, weil Fear Factory ist manchmal, finde ich, ein Ticken nervig und die Jungs machen es besser, finde ich. Also hört es euch an, geile Band. Vielen Dank. Grüße an Dominik nochmal für das Interview, hat mega Spaß gemacht, bist ein netter Typ, sehr nice und jetzt bin ich raus. Lasst einen Daumen fürs Video da, einen Kommentar und natürlich auch ein Abo würde mich mega freuen, wenn ihr mehr davon sehen möchtet und keep on rockin'. Bald noch mehr vom Wacken. Tschüss.